Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen Programmes Der große kleine Unterschied. Heute befassen wir uns mit folgendem Thema: Fleh oder Flieh, was ist richtig? Heute geht es also wieder um oder I, was ist richtig? Und dieses Problem befasst uns ziemlich oft, da viele Leute damit Probleme haben. Ich zeige euch darum zuerst, wie man und I richtig bildet und worauf man achten muss. E ist ein Laut, den wir sehr tief am Kehlkopf bilden, und er wird langgezogen normalerweise. Das I ziehen wir auch lang, aber dazu gleich. E. Zum Anfang dürfen wir übertreiben und können eine sehr tiefe Stimme verwenden und somit einen sehr tiefen, langen Laut ausstoßen. Noch einmal E. Wenn es um das I geht, wird es eher am Gaumen gebildet. Und zwar geht es normal I. Das Problem ist hierbei, dass viele Leute durch die englische Sprache R als I aussprechen, und deshalb sehen wir uns doch einfach mal an, wo der Fehler liegt und welche Probleme entstehen können, wenn wir einen Fehler machen. Die Pflege oder die Fliege. Pflege ist zum Beispiel, wenn jemand krank ist und Hilfe braucht. Zum Beispiel ältere Menschen haben oft Pfleger, die sie besuchen, den Blutdruck messen und bei wichtigen Dingen helfen, zum Beispiel im Haushalt. Äh, Hier sehen wir, Pflege bekommen alte Menschen. Die Fliege habt ihr hier als Bild. Moment. Das ist eine Fliege, also als Tier, und das ist eine Fliege als Kleidungsstück oder als Teil der Kleidung. Die Fliege ist in der Wohnung. Okay, also Pflege bekommen alte Menschen, die Fliege ist in der Wohnung. Hier müssten wir auch wieder wissen, dass IE als I ausgesprochen wird. Also dieses I wird lang ausgesprochen. Das E verlängert uns praktisch das I. Also noch einmal hier oben die Pflege und die Fliege. Die Pflege und die Fliege. Pflege bekommen alte Menschen, also zu alten Menschen kommt ein Pfleger und der hilft ihnen. Und die Fliege ist in der Wohnung. Also dieses Tierchen, was wir hier haben, fliegt uns durch die Wohnung. Okay, was passiert, wenn ich einen Fehler mache und sage, Fliege bekommen alte Menschen? Macht nicht wirklich Sinn. Viele Leute würden wahrscheinlich nachfragen, worum geht es dir? Deshalb ist es sehr wichtig, hier dieses Wort richtig auszusprechen, und zwar Pflege. Wenn es darum geht, dass wir einen Fehler machen, was eher seltener vorkommen wird, und sagen, die Pflege ist in der Wohnung, macht das Sinn? Ja, man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel, oder man kann denken, dass es euch darum geht, dass ältere Menschen in der Wohnung gepflegt werden. Und deshalb, ja, das würde vielleicht Sinn machen. Die Pflege ist in der Wohnung, ist möglich. Ja? Aber die Fliege oder nur Fliege bekommen alte Menschen macht keinen Sinn. Deshalb müssen wir hier aufpassen. Passt bitte auch noch kurz auf Folgendes auf, und zwar dieses Pflege. Ja, also es wird fast wie ein F ausgesprochen, aber wir bekommen noch leicht dieses P mit. Also die Pflege, die Fliege und die Pflege. Ihr könnt auch dieses P ein bisschen weglassen, aber am besten zum Anfang Pflege, die Pflege. Also E am Kehlkopf oder I eher am Gaumen mit einer Vibration. Ich bedanke mich bei euch, wünsche alles Gute, viel Erfolg und Spaß beim Lernen. Wenn ihr möchtet, kommentiert, stellt Fragen und teilt auch Vorschläge, wenn ihr möchtet. Alles Gute, viel Erfolg beim Lernen, bleibt gesund und bleibt dabei. Tschüss, alles Gute.